Letzter Spieltag der Hinrunde. Bremen zu Hause nochmal als krönender Abschluss hoffentlich einer Hinrunde, die ja relativ gut für uns verlaufen ist. Nachdem wir ja anfänglich ein paar Schwierigkeiten hatten mit unserer Formation auch, die dann umgestellt haben. Letztes Spiel auch dann leider nur 1-1 gespielt haben in Köln. Ja, trotz vieler Chancen, aber gut, so ist es halt nun manchmal. Dafür haben wir dann vielleicht auch mal wieder Spiele, wo es wie aus einem Guss läuft. Aber jetzt hier nochmal wichtig gegen Bremen zu Hause. Die sind unten mit dabei. Fünferkette. Also nicht so ganz mein Fall. Aber gut, wenn wir so ähnlich dominant spielen wie gegen Köln, dann gewinnen wir heute. Und alleine wegen dem Tor müssen wir gewinnen. Ach du Scheiße, wo hat er den denn hergeholt? Einfach so. Einfach so aus dem Himmel, ey. Meier, der hat Platz, den greift niemand an. Ja, auch 16, 18 Meter vom Tor, nicht 24 waren es, um genau zu sein. Wow, nächstes Traumtor. Also ich sage ja, das Projekt mit den meisten Traumtoren gibt's bei mir auf jeden Fall. Wir hatten jetzt Orban letzte Saison, wir hatten Haraldsson diese Saison gegen Zagreb und jetzt haben wir hier auch Meier gegen Bremen. Dann seht ihr mal, was der für einen guten linken Fuß hat. Nicht nur bei Eckbällen, sondern auch so aus dem Spiel heraus. Super. Schönes Tor, 1-0. Wichtig, auch früh in der Begegnung. Das war Bremen gleich mal aus der Reserve locken, dass sie mit ihrer Fünferkette hier eigentlich heute nicht antreten brauchen. Heute auch wieder mit Ugarte und Van de Beek im Mittelfeld. Also die gewohnte Stammformation. Aber Bremen, Achtung, ist auch nicht ganz ohne. Aber wir haben das geklärt. Hier ist T, hoffentlich. Ja, wenn er nicht zu lange braucht. Genau, dann die Überlegung nochmal, ob wir jemanden verpflichten. Da bleibe ich dabei, dass wir jetzt eigentlich niemanden mehr brauchen. Wenn halt alle fit bleiben, also klar, auch mit Neuzugängen, da können sich Spieler immer verletzen. Dann ist das eine gute Truppe, um unter die ersten 4 zu kommen. Ich will ja gar nicht Meister werden. Also ist ja noch nicht mein Ziel, aber irgendwann vielleicht. Vielleicht nächste Saison, je nachdem wie dann der Kader aussieht, wer geht, wer kommt und so weiter. Aber jetzt erstmal Platz 4 und da sind wir ja auf einem guten Weg. Und dafür ist der Kader auf jeden Fall gut genug. Nächste Chance, Kadiolu. Da kommt der Ball auf Van de Beek. Und was gibt's? Ach, war abseits. Okay, ich wollte gerade sagen, hä? Ach, von Orban, weil der hinten auf der Linie stand. Ja gut, das ist natürlich selten dämlich von Orban. Schade. Aber genau so war eigentlich der Plan. So war die Idee, früh zu starten hier. Frühes 1-0. Aber Vorsicht, Bremen kommt über Satriano, Falk. Auch sehr, sehr wilde Namen hier, jung. Achtung, gegen Kadiolu. Da muss er eigentlich ran. Oh, Pacho klärt. Und Resté, pass auf. Das sind immer auch ganz, ganz gefährliche Bälle, wenn die einfach so random reingespielt werden. Orban, kein Abseits. Genau richtig gespielt. Kopf. Das wäre wichtig gegen Cresswell. Und Kalajdzic am zweiten Pfosten. Nee, kommt da nicht ran. Schade. Hätte ich auch selber versuchen können. Vielleicht nach einem Eckball. Da muss es halt so funktionieren. Van de Beek, Kalajdzic. Das gibt's doch nicht. Schon wieder. Wembley. Genau wie gegen Köln. Koch. Jetzt reicht's aber, ey. Jetzt reicht es aber wirklich. Schon wieder Aluminium. Ist ja Wahnsinn. Egal wer. Munteres Scheibenschießen. Hier darf jeder mal. Foul. Ne, doch nicht. Also das zweite Tor schon längst überfällig. Wir haben noch nicht mal eine halbe Stunde hier gespielt. Und genau das sind wieder so typische Spiele. Da ärgere ich mich wieder hinterher schwarz. Wenn wir das nicht gewinnen sollten, dass wir zu viele Chancen einfach nicht machen. Resté, wieder gute Parade, wichtige Parade. Gegen Köln hatten wir, wie gesagt, 18 Schüsse. Wir haben nur ein Tor gemacht. Das war echt nicht so eine gute Ausbeute. Aber es kann ja besser werden. Orban, nächste Chance. Das Spiel gönnt sich hier keine Ruhepause. 30 Minuten Vollgas-Fußball hier. 7. Gang von beiden, aber natürlich meistens von uns. Kalajdzic, nächster Kopfball. Gut, da sind auch viele Schüsse dabei und viele Chancen. Die zähle ich jetzt nicht als Chance. Guck mal, das zum Beispiel so 3 Meter drüber. Ist halt ein Versuch, aber mehr auch nicht. Aber trotzdem direkt aufs Zweite gehen. Wenn wir das nämlich dann erstmal haben, dann läuft auch vielleicht vieles ein bisschen leichter von der Hand. Bisschen entspannter auch. Aber dazu müssen wir es halt dann hier jetzt erstmal machen.
Irgendwann Kovnatski, Falk, Hadiodo, schön. Wir müssen den Ball einfach schneller spielen. Das verstehe ich auch nicht. Warum warten die immer so lange? Und hier diese Zweikämpfe. Oh, da bin ich auch ein bisschen immun gegen. Wie gegen diese Fünferkette. Diese Zweikämpfe auf den Außen, die müssen einfach, ja, normaler geklärt werden. Also ganz easy. Ist ja nicht schwer. Aber dann kommst du wieder nicht ran, weil der Gegner dann wieder Hulk ist, 99 Physis hat und einfach die besten Skills hat. Was willst du da machen, ey? So, Satiano, wieder jung hier, genau. Oder die legen sich den Ball einfach 5 Meter vorbei und dann sprinten sie. So schnell sind sie noch nie gesprintet. Außer gegen uns. So, nächste Chance. Zack, Haraldsson dazwischen. So, und jetzt. Chance, schnell umzuschalten, aber wie? Oben Mamouche, vorne Big Sieten, genau. Jetzt hinterläuft Meier, jetzt warte ich. Ja, okay. Da hat nicht geklappt. Schade. Da war die Lücke zwar da. Aber gut, dann müssen wir uns den Ball auch mal zurückerobern. Das verstehe ich auch nicht. Dann brauchen sie immer, bis sie mal aus dem Arsch kommen. Wirklich. Oh, das zum Beispiel meine ich auch. Nabi Keita gibt's ja gar nicht. Resti, kommt nicht ran. Und so kassieren wir unsere Tore. Das ist Wahnsinn, weil Mamouche oben auf der Außen erstmal wieder braucht, bis er in Fahrt kommt. Dann natürlich der Stellungsfehler hier, ganz klar. Das ist viel zu billig. Und dann habe ich versucht, noch den Keeper zu verstellen, weil ich mit dem Schuss aus lange Eck spekuliert habe. Aber den kannst du dann natürlich nicht halten. Und Nabi Keita, lass mich raten, erstes Tor. Würde ich meinen YouTube-Kanal drauf verwetten. Mal gucken, wahrscheinlich sein zweites Spiel. Oh, zweites Tor. Mensch. Das gibt's ja nicht. Ja, da muss ich meinen YouTube-Kanal schließen nach dem Video. Schade. Schade, schade, Marmelade. Nun gut, aber wir machen weiter. Wir haben noch Zeit. Mamouche, oh, könnte abseits sein. Ja, ist es auch. Leider, leider. Schade. Wieder viele Chancen gehabt, aber nur ein Tor und hinten da sind zu leichte Gegentore. Das ist fast immer das Gleiche eigentlich. Fast immer dasselbe, weil wir hinten den Ball nicht wegkriegen. Na, warte mal, eine Chance kriegen wir vielleicht noch. Orban gegen Cresswell. Ist auch wieder niemand da. So, jetzt. Van de Beek. Oh, der hat viel zu viel Platz. Gut für uns, aber dürfte wieder abseits sein. Jawohl. Und Chiri pfeift ab. Also wie gesagt, das ist auch wieder ein Witz, dass es hier nur 1-1 steht. Aber nach wie vor sind wir wieder selber schuld. Wenn wir halt aus den 6, 7 Chancen, die wir haben, 8 Schüsse, ja, doch so viele, wenn wir da halt nichts machen, nicht viel mehr machen als nur ein Tor. Es hat ja so gut angefangen, ne, mit dem schönen 1-0. Aber gut, jetzt Halbzeit 2. Hat immer auch sehr viele Überraschungen parat. Sowohl für uns als auch gegen uns. Also da haben wir auch schon die wildesten Spiele gehabt. Das ist auch gerade wieder ein Paradebeispiel, dass der Ball da eigentlich nie durch darf. Ich müsste so ein ganzes Fehlervideo einfach mal machen über FIFA. Überall, wo was Fehlerhaftes ist, einfach mal rausschneiden, hochladen. Ich würde bestimmt so 10, 20 Videos zusammenkriegen. Jetzt aber erstmal das zweite Tor. Vielleicht! Streich das vielleicht! Und so Dinger gehen dann wieder rein. Weißt du, so ein kompliziertes Ding, wo sich auch Kalajdzic die Hüfte ausrenken kann, weil er 2 Meter ist. Schönes Standbild, genau. Und jetzt, lass knacken. Zack, bumm. 2-1. 5 Minuten nach der Halbzeit. Also, die Tore im 5-Minuten-Takt, wenn man so möchte. Und schon sein 10. Tor. Also der hat hier wirklich eingeschlagen wie eine Bombe, sportlich gesehen. Ja, man muss ja heutzutage aufpassen, was man sagt auf YouTube. Sportlich gesehen. Und Pacho genauso. Richtig, richtig guter Verteidiger, den wir wahrscheinlich auch für viel Geld verkaufen können. Oh, da haben wir Glück. Wenn wir da den Ball verloren hätten, dann hätte es bestimmt den Ausgleich gegeben. Der wird wahrscheinlich auch nicht mehr lange bleiben in Frankfurt. Das ist halt so das Problem. Du hast gute Leute, ja, mit viel Entwicklungspotenzial, aber die bleiben dann halt leider nur 1, 2 Jahre. Dann hast du wieder einen Umbruch. Und dann kommt der nächste Umbruch. Also die haben quasi gar keine Zeit, eine neue Mannschaft aufzubauen. Ne, über viele Jahre. Aber es geht ja anderen Mannschaften auch so. Also von daher. Rumheulen hilft da nicht viel. So. Meier geklärt. Nächste Chance. Nächster Konter hier. Blitzsprinter. Oh, das hätte eigentlich umgekehrt sein müssen. Meier, Mamouche kriegt da den. Ja, komm. Lauf.
Ballrolle. Oh, nee. Du musst im Spiel halten, Junge. Weiter, nächste Chance vorne. Weiterhin Druck machen mit den 2 Stürmern. Das funktioniert echt gut. Zack, und dann ist Ugarte dazwischen, der auch viele, viele Bälle abfängt. Sensationell. Auch ein sehr, sehr guter Transfer. Haraldsson, Guardiolo. Oh ja, Ugarte. Powerschuss. Schade, muss auch mal sein. Schade, gibt es nicht irgendeinen, der diesen Spielstil hat? Powerschuss. Also ich weiß, dass von meinem Ultimate-Team das Lothar Matthäus das hat. Und auch Victor Boniface, jetzt diese Future Stars Karte. Nur gut, aber es fehlt das 3. Tor. Nach wie vor, das ist haarsträubend. Was wir machen, so Zweikampf, Van de Beek, jawohl, zack, gut gemacht. Larsen mal vorne rein, ist ein bisschen schneller als Kalajdzic. Den können wir dann auch mal lang schicken. Also ein 3. Tor wäre halt sehr, sehr beruhigend auf jeden Fall. Guardiolo, Haraldsson, kriegt er den? Ja, komm, gegen Pieper. Und da steht halt wieder niemand, aber wir kriegen den Rebound. Van de Beek, Meier. Ah, nee, nicht nochmal, das funktioniert nicht. Oh, Mamouche, gut gespielt, aber da ist wieder keiner. Da steht wieder keiner. So, jetzt die Bremer mit 10, 11 Mann hinter dem Ball. Also in der Defensive beschäftigt. Agu, Van de Beek, Ugarte winkt schon. Jetzt aber mal mit Gefühl. Komm, Ugarte. Nee. Padilla im Tor. Wer ist das denn? Auch noch nie gehört. Kopfball gewonnen. Mamouche kommt nicht ran. Ja, eine Viertelstunde ist es noch. Also das ist hier auch noch nicht entschieden. So vom Gefühl her, klar, sind wir die bessere Mannschaft. Aber Bremen, hey, eine Aktion wieder, ein Abwehrfehler von uns. Und dann ist das Geschrei wieder groß. Wir brauchen endlich mal ein 3. So, Ugarte wieder. Wie viele Bälle der heute schon gewinnt. Das ist sehr, sehr gut. Sehr, sehr starkes Spiel von ihm heute. So, Mamouche nimmt wieder Meier mit. Orban, komm, jetzt müssen wir es ausspielen. Larsen ist im Abseits. Orban macht's alleine. Aber wie? Boah, da könntest du auch manchmal mithelfen, ne? Also ich würde manchmal in den Bildschirm rein, einfach ins Spiel die letzten Meter einfach mal mithelfen. Pacho, Meier auch sehr, sehr aufmerksam heute. Wirklich gut. Mamouche lässt sich fallen. Meier hinterläuft. Guck mal, ganz einfach. Und jetzt Larsen am 2. Pfosten. Oh, nee, dann finden wir Haraldsson. Guardiolo, Van de Beek. Wer will doch mal? Wer hat noch nicht? Meier. Jetzt aber. Komm, hinten Larsen, der winkt. Oh, nicht so weit. Ach, warum denn immer so weit, ey? Ich verstehe das gar nicht. Van de Beek, na, nochmal jetzt. Komm, alle guten Dinge sind 3. Jetzt aber Larsen. Das gibt's doch gar nicht, ey. Nicht dahin. Immer noch kein Abseits. Komm. 4. Versuch. Das gibt's nicht. Wieder Haraldsson. Jetzt schießen wir auch. Jetzt schießen wir nochmal. Und wieder geblockt. Das ist auch so typisch. Genau. Gegen Padilla auch ruhig mal gegengehen. Also auf dem Trainingsplan für das nächste Spiel Flanken. Es ist unfassbar. Ihr habt gerade gesehen. 4-mal habe ich geflankt. 4-mal sollte der auf Larsen und 4-mal war Haraldsson dann dran. So, Ugarte. Jetzt. Da sollte er schon längst hin. Van de Beek wieder nach außen. Mamouche, na, Larsen hinten, winkt schon, aber komm, Meier darf nochmal. Er findet wieder Haraldsson. Ah gut, die letzte Minute. Wir halten Bremen von unserem Tor weg. Achtung, bislang. Robin Koch, Van de Beek, will keiner. Wenn wir dadurch jetzt wieder ein Gegentor bekommen, ey, Wahnsinn. Da musste nur mal irgendjemand ein bisschen konsequenter hingehen. Kovnatski. War, glaube ich, abgefälscht, aber egal. Schiri gibt den Eckball nicht, wenn es einer war. Wir gewinnen knapp. Auch wieder unnötig, nur 2-1. Aber egal, wir haben gewonnen. Wir bleiben oben dran. Wir haben eine super Hinrunde gespielt. Schauen wir uns gleich nochmal in der Tabelle an. Und dann starten wir gegen Gladbach rein in die Rückrunde. Dieses Mal waren es nur 15 Schüsse, 3 weniger als gegen Köln. Aber diesmal hat es auch zu einem Sieg gereicht. Aber im Normalfall müssen wir Bremen 3, 4 Dinger da einschenken. Letztlich werden sie sicher einen Ersatzstürmer suchen, aber geben sie mir die Chance für ihn zu spielen. Ich glaube, ich schaffe das. Woher kommt die Nachricht schon wieder? Das ist einfach so random. Also ich habe... Ja, oder die haben mich abgehört. Vielleicht haben sie mich doch verstanden. Im letzten Part, als ich gesagt habe, ich will vielleicht noch was verpflichten. Aber gut, im Prinzip, wie gesagt, bin ich mit dem Team, mit dem Kader hier zufrieden. Frankreich abgegrast.
sonstigen wichtige Spiele. Das muss halt auch irgendwann mal aufhören, dass sich irgendwelche Spieler beschweren, wenn sie mal 1, 2 Spiele nicht spielen. Das ist halt auch leider nicht so realistisch. Das, ja, finde ich irgendwie ein bisschen schade nach wie vor. Aber gut, das erzähle ich schon seit 3, 4 Jahren hier im Karrieremodus. Wirklich, da wird sich auch nie was verändern. So. Wen haben sie denn hier? Schon mal für den Sommer vielleicht ein bisschen vorschauen? Silva, Pulisic, Silva, ey, ist auch verloren. Der hätte auch mal lieber bei der Eintracht bleiben können. Aber es war gut, die Eintracht hat damit viel Profit gemacht. Von daher ist die Eintracht da eigentlich immer als Sieger aus diesen Verhandlungen rausgegangen. So, Tabelle, das ist die Hinrunde. Ja, Dortmund ist also Herbstmeister, Wintermeister, wie auch immer, Hinrundenmeister, Leverkusen Zweiter, dann die Bayern, dann sind wir Vierter. Ja, also wir können mit dem Sieg gegen Gladbach bis auf 4 Punkte an Leverkusen ran. Dann Leipzig, Gladbach, Wolfsburg, alle sehr, sehr eng beieinander. 25, 26, nee, 27, 28 Punkte. Mainz, Augsburg, Hoffenheim, Stuttgart, Köln und unten auch. Ey, Hertha ist jetzt nur noch 1 Punkt hinter Bremen, Freiburg und Hannover und Schalke. Wenn die auch mal einen kleinen Run starten, dann ist da, glaube ich, auch noch was möglich. Es bleibt also spannend, oben wie unten. Ja, wenn ihr das nicht verpassen wollt in der Rückrunde, dann lasst gerne ein kostenloses Abo da. Einen Daumen nach oben und schaut gerne auch die anderen Videos, die gleich in der Adcard verlinkt werden. Und dann sehen wir uns wieder zum Rückrundenauftakt gegen Gladbach mit voller Power, voller Kraft und hoffentlich 100%iger Punkteausbeute. Macht's gut. Ciao, ciao.